dahinter kämpft Daniel Eckhardt. Get down in the car, what can give it all? Bust it open hard, let me see you jump. Get down in the get down in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt noch und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zurück aus der Sommerpause. Saisonauftakt und der beginnt wieder in Monza auf der kombinierten Strecke mit den legendären Steilkurven und so einige unserer Racer sind noch im Urlaub und kommen erst im zweiten Rennen dazu. Trotzdem haben wir hier zum Saisonauftakt heute ein ansehnliches Feld am Start. Ich kann es schon kaum erwarten, dass es wieder losgeht und ich hoffe mal ihr auch. Deswegen, ohne viel weiteres Gequatsche, wünsche ich euch allen ganz, ganz viel Spaß. Welcome, ladies and gentlemen. BTR TV proudly presents the historic Formula One Masters 2025. The historic Formula One Masters 2025, only on BTR TV. Are still actual. Also wie heißt Strafen? Penalty. The penalties, yeah, correct. Okay, thank you. And yeah, have a good time. It's quite a nice big field. That's very cool. And yeah, I think I will not be so fast like in the last season, and I will try to get my first gear in. I promise. Yeah. Yes. No starting incident repeat, please, Thomas. Yeah. Yeah. So be fair, have fun, and yeah, let's have a good race. Isn't it two sprints? Yes. Yeah. These are, right. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch wieder zurück aus der Sommerpause und natürlich starten wir durch hier in Monza. And I think in 1 minute the server opens. Yeah. Well, I have- let's see. I have enough money on my account, so not like Last the season. Last season, I wonder why the server didn't start, and then I realized there was no money on my account. Kein Geld. It's all about money. It's all about Yeah. the money. Yeah, mommy was faster. Is the server open yet? Very soon. It's pending. And it's under leaks, isn't it? Not... Yeah, it leaks and then BTR and then session. Oh, okay. I'm getting the you Yeah. may not join the session is restricted. Uh-huh. It What's takes a restricted? few minutes. Yeah, Yeah, But yeah. I usually join a couple minutes after it opens so it can sort out its problems. Okay. So we have So, Barry West, Manning Grinnen, and Rolly Wallbank that are not respond to the invitation. Yeah. Wow. Last season, I wrecked a lot of cars in this series, and in the off season, I've worked really hard at figuring out how to wreck other cars. So you guys, you might want to familiarize yourself with that protest form. And I always go a lap down. I get lapped a lot of times, and I also worked on the off season on
learning how to take out the leader. So it would be in your best interest not to laugh at me if you want to finish. So, Russell, Just kidding, everyone. you have become better at bowling then. What's that? You have become better a bit bowling. But bowling. Yeah. Hitting the pins. The counter Yes. Yeah. That's what it is. I'm in the wrong sport. As Yep. usual. Unser Saisonauftakt wie immer hier auf der kombinierten Strecke in Monza mit den Steilkurven. Ich befürchte, das wird wieder eine wilde Raserei geben heute. I think Now it's you not can really say, up. fuck. Byron. Und ich hoffe mal, dass das wenigstens alles sauber abgeht. Freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben heute 17 Fahrer im Grid stehen, die insgesamt zweimal 13 Runden absolvieren müssen. Wie immer kein Boxenstopp. Es gibt pro Rennen einen Fast Repair. Und es gelten die üblichen Ligaregeln. This ain't bite or run. Yeah, bite the tongue. No, sorry. Is everyone able to join the server, guys? Yeah, I'm loading in now. Yeah, I'm on my way. Yeah, I can get in No there. problem. I want to remember the chorus. Rawhide. So for we Americans, who sang that song? Oben haben wir nochmal den Endstand der letzten Saison eingeblendet. Leon ist natürlich auch dieses Jahr wieder Favorit, aber ich hoffe, die Jungs machen es ihm nicht ganz so leicht. Frankie Lane. Ich denke mal, Adam wird diese Saison wieder sehr, sehr stark sein, aber auch Michael Draxler schätze ich sehr, sehr stark ein. Unser Zweitplatzierter aus der letzten Saison, Luke Rasputic, kann diese Saison leider nicht antreten. An der Stelle mal einen ganz, ganz herzlichen Gruß. The one with your name on it. The CTCP or? Okay. Well, if you want to, yeah. I'm back. Byron, what about jumping to our channel? Yeah, we can. Yeah. Do it now or Okay, later? all the best. Okay, guys, have a good one. I will also. Yeah, we'll head over. Bye. Yeah. Okay. Da ja jetzt hier die Qualifikation auf der Uhr steht, gehen alle Jungs in ihren eigenen Good luck, Teamkanal. fellas. Yeah. Laters. All the best. Bill, if you want to, I got a channel up here we can jump into also. Okay, where is it? Missed Apex. I don't think I've been. I don't think I got a Oh, okay. invite to that. Oh, well, never mind then. Well, we can go to mine, but you don't Where's have an yours? invite to mine. Yeah, I probably don't have an invite to yours. I'll send you an invite. Hang on. Und jeden Augenblick müsste dann auch die Qualifikation beginnen. Wir haben heute 30 Minuten Qualifikation. Die Jungs dürfen, glaube ich, 6 Runden fahren. Und die ersten sind schon auf der Strecke. Get the damn thing to work. Right? Same here. Und El Cotletto legt hier schon mal einen ganz, ganz wilden Slide hin. Wolle. Stimmt, ja. Erstmal hi, Micha. Der Matthias hat mir geschrieben, der ist noch im Urlaub. Ja, der Eugen auch. Ach, Eugen auch. Ich habe extra vor der Saison gefragt. Aber da haben die bestimmt ihre Familienplanung noch nicht gemacht. Und ihr hört's gerade, Eugen Schaaf und Matthias Schupper, Michaels Teamkollegen, sind leider noch im Urlaub. Da muss El Cotletto heute selbst die Kohlen aus dem Feuer holen. Aber ich denke mal, der ist heute sehr, sehr schnell unterwegs und ich hoffe, er kann Leon ein bisschen unter Druck setzen. Ohne Windschatten. Oh, ist schon vorbei. Ja, Training ist schon vorbei. Und damit ist das Training jetzt hier auch schon beendet und die Qualifikation geht los. Wie gesagt, die Qualifikation läuft 30 Minuten, aber jeder hat nur 6 Runden, sodass jeder noch ein bisschen Zeit hat, sich dann vor dem Rennen noch mal ein bisschen vorzubereiten oder eine rauchen zu gehen. Und viele fahren auch gleich schon raus. Ihr wisst vielleicht noch aus der letzten Saison, hier auf dieser Strecke ist das Teamwork im Qualifying relativ wichtig, der Windschatten vom Teamkollegen. Und das habt ihr ja letzte Saison gesehen, beherrscht Black Tree Race Crew am besten von allen. Bill Nesamis, letzte Saison noch als einziger für sein Whiskey 4 Racing Team angetreten, fährt diese Saison für Mist Apex. Genauso wie Manning Grinnan, der sich hier jetzt noch nicht einloggen konnte. Ich glaube, der kommt hier auf den letzten Drücker. Im Qualifying hat diesmal jeder nur 6 Runden.
Okay, danke für die Info. Da hast du dann noch ein paar Minuten zum Ausruhen. Wir haben da ein kleines bisschen gestrafft, weil wir den Grenzherr von halten. Und viele der Fahrer sind jetzt hier schon auf ihrer ersten gezeiteten Runde unterwegs. Da Michael El Kotletto Draxler heute allein unterwegs ist er bei mir im Chat geblieben, damit er nicht so einsam ist heute. Ja, die Amerikaner, die müssen samstags teilweise arbeiten. Und durch die Zeitverschiebung war das nicht anders möglich. Und die erste schnelle Zeit setzt hier gleich mal Adam Glatzka. Eine 2:21,635. Schon mal gar nicht so schlecht. Aber du bist aus dem Stand schon mal richtig. Und jetzt kommen hier auch von den anderen Jungs Zeiten, wenig überraschend. Leon Forst auf Pole Position. Bin ich schneller. Gerade der erste. In der 2:19,526. Wird das eine Hammerrunde, wow. Ich muss die Reifen noch nicht. Dahinter haben wir El Kotletto, Michael Draxler, Wolfram Fund auf 3 und Adam auf 4. Unser Tommy liegt aktuell auf dem 5. Platz. Also die Jungs von Black Tree, die machen das alles mit enormen Windschatten fahren. Inzwischen haben wir 10 Minuten rum und unser Tommy hat sich inzwischen auf den 3. Platz nach vorn geschoben. Direkt hinter ihm sein Teamkollege Sebastian Starke, der hier vorne wegfährt. Weil die voreingestellten Kameras, die funktionieren nicht. Jedes Mal, wenn der hier umschaltet, siehst du nur Bäume und ich muss das manuell jedes Mal eine Subkamera umschalten. Ich habe praktisch keine Sekunde im Rennen hier Zeit. Ich muss die ganze Zeit hier sitzen und immer sofort reagieren bei der Aufnahme. Wir haben schon versucht, ein Kamerapack zu kaufen, aber die funktionieren alle nicht. Das ist hier ein Problem bei der Streckenkombination. Und ihr habt es gerade im Hintergrund gehört. Wenn das keiner an Pack macht, ne? Ja. Hier in Monza dasselbe Problem wie letzte Saison mit den Kameras. Da entschuldige ich mich jetzt schon vorher. Ab und zu mal werdet ihr wahrscheinlich ein Stückchen Wald sehen. Und oben habt ihr es vielleicht in Einblendung gesehen. Adam hat sich jetzt wieder auf P2 nach vorn gekämpft. Wow, tolle Pace, 2:20, 6:61, eine tolle Runde. Somit jetzt Michael El Kotletto Draxler, Startposition 3, Thomas Silbernagel, Startposition 4 und Sebastian Starke, aktuell P5. Danach haben wir auf 6 Pascal Steinke, auf 7 Byron Long, P8 Wolfram Fund, auf 9 Robert Simpkins und der aktuell letzte Top-10-Platz Thomas Willershausen. Startplatz 11 aktuell Thomas Burling, P12 aktuell Ben Summers und auf 13 Don Runkle Jr., P14 Russell Hamilton und auf 15 Bill Nessemis. Oh, Adam auf dem 2. jetzt. Ich sag ja, der braucht ein paar Runden, bis das Setup überhaupt greift. Ja. Dann muss ich erstmal aufbauen, der ganze Druck. Und dann passt die Fahrzeughöhe und dann kann er auch pushen. Und inzwischen hat sich Tommy auf P2 nach vorn gearbeitet. Da sieht man mal, was gute Teamarbeit wirken kann. Michael J. Taylor bisher noch keine gezeitete Runde. Bin mal gespannt, weil der Tommy, der hat hier den Druck auf allen 4 Rädern bis zum Anschlag erhöht. Ja. Aber wenn du das ganze Rennen mit so hohem Druck fährst, da zieht es doch auch die Reifen ganz schön runter. Knapp 10 Minuten haben wir noch auf der Uhr stehen. Vorne hat sich nicht so viel getan. Unser Bayern hier liegt aktuell auf P7 und sein Teamkollege Thomas Willershausen auf dem 10. Startplatz. Und hinter den beiden Don Runkle, der kommt heute auch nicht so richtig in die Gänge. Hat noch keine richtig gute Zeit gesetzt, aktuell außerhalb der Top 10. So, knapp 5 Minuten haben wir noch auf der Uhr stehen, aber die meisten haben ihre 6 Runden schon absolviert. Michael J. Taylor ist dann noch unterwegs, sehe ich, und auch Michael Draxler müsste da, glaube ich, noch unterwegs sein. Aber ansonsten müssen alle ihre Runden gefahren sein. Letzte Saison sind wir hier im Nebel gefahren und ich hatte Probleme mit den Kameras und Nebel. Das war ein Desaster. Ganz vorn an der Spitze natürlich Leon Voss
Ich wollte es gerne etwas wärmer haben. Eine 2:19,415, eine Wahnsinnszeit. Das Schmieren, fangen die Reifen irgendwann an zu schmieren. Nee, das schmiert ab der ersten Runde. Okay. Ja. Wie lange geht das Quali? Halbe Stunde? Halbe Stunde, ja. Wir haben extra das auf Runden begrenzt, weil der Wolfram wollte gerne eine Raucherpause haben. Vor dem Rennen. Menninginnen, wer ist denn das? Der ist neu. Der gehört zum Don Runkle, sein Team, und zum Bill Netzamis. Die bilden US-Team. Also, der glaubt, er muss die Schikane fahren. Das wird interessant. Der hat sich ein bisschen zu spät eingeloggt und der ist so, hat jetzt auch das Problem, dass ihm die Zeit davon rennt. So, die Zeit ist jetzt gleich abgelaufen und wir haben euch die aktuellen Startpositionen oben mal eingeblendet. Auf Pole Leon Forst, dahinter haben wir Thomas Silbernagel, auf 3 Adam Glatzka, P4 Michael Draxler, auf 5 Sebastian Starke, P6 Pascal Steinke, auf 7 Byron Long, P8 dann Wolfram Fund, P9 Robert Simpkins und von 10 startet Thomas Willershausen. Auf 11 dann Thomas Burling, P12 Don Runkle Jr., von 13 startet Russell Hamilton, auf 14 Michael J. Taylor, auf 15 unser Ben Summers, P16 Bill Netzamis. Wer für uns geht, will fahren. Und Manning Grinham ist leider ein bisschen zu spät gekommen, konnte keine Qualifikationszeit mehr setzen und muss das Feld von hinten aufrollen. Und so langsam machen sich die Jungs hier alle fertig und die neue Saison ist gleich eröffnet. Rennen Nummer 13 der Historic Formula One Masters, das Rennen Nummer 1 der zweiten Saison. Und lange einlegen nicht vergessen. Wie immer haben wir einen stehenden Start und wie vorhin schon mal erwähnt, haben wir heute 13 Runden auf der Uhr stehen. Drücken wir unseren Jungs die Daumen, dass am Start alles gut geht. Gear on Start. Leider kann unser Renndirektor Jeffrey heute nicht live dabei sein, weil er eine andere Serie betreut. Nichtsdestotrotz ist er im Hintergrund weiterhin für uns tätig. Sollte also jemand Protest einlegen und wir dann nicht weiterkommen, werden wir ihn natürlich weiterhin konsultieren. Und auch da senden wir mal ganz, ganz liebe Grüße hin. Aber ich habe schon reingelegt. Und so wie es aussieht, haben sich jetzt hier alle Jungs im Grid eingefunden und jede Sekunde müsste dann auch die Ampel erscheinen, um das erste Rennen der neuen Saison freizugeben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das Feld macht sich auf die Reise. Und sofort schießt unser aktueller Champion hier in Führung, dahinter Tommy. Aber auch Michael Draxler und Adam Glatzka sind hier spitze aus den Startlöchern rausgekommen. Oh, jetzt geht's hier schon los mit den Kameras, sorry. Und so wie es aussieht, sind hier alle Jungs sauber vom Start weggekommen und es hat hier keinerlei Unfälle gegeben. Natürlich gehen hier sofort die Windschattenschlachten los. Schauen wir mal, wer hier als Erster aus der ersten Runde rauskommt. So wie es aussieht, unser aktueller Champion. Dahinter ein wilder Kampf um die Position. Tommy fällt jetzt hier schon leicht zurück, liegt aktuell auf P4. Dahinter Pascal Steinke auf 5. Auf 6 haben wir Byron. Die Jungs müssen sich jetzt hier alle erstmal einsortieren. Oh, und da gab es einen kleinen Kontakt. Pascal Steinke gegen Byron Long, die Position 5 und 6. Byron musste da in die Begrenzung mal kurz reinditschen, aber nichts passiert. Weiter geht's, fällt aber jetzt leicht zurück. Dafür konnte Sebastian den Platz gut machen. Sebastian jetzt auf dem 6. Platz, Byron auf P7 zurückgefallen. Hier geht's wild zur Sache in der ersten Runde. Und da kommt Tommy ein bisschen weit. Und auch Pascal hatte da eine leichte Berührung mit Sebastian beim Überholen. Und so wie es aussieht, ist der Heckflügel ein kleines bisschen krumm. Mal sehen, sie hat auch eine kleine Delle an der Seite. Jetzt gibt es hier an der Schikane die ersten Rangeleien. Oh, und da liegt auch schon der erste, Thomas Burling, und da liegen auch Teile. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Kann zum Glück weiterfahren. Aber natürlich wirft das Thomas Burling weit, weit zurück. Ganz vorne an der Spitze kann sich Leon Forst weiterhin vor Michael Draxler und Adam Glatzka behaupten.
Sebastian Starke inzwischen P4. Naja, Robert Simpkins, oh dear. Oh dear, Robert. That was not the yellow from the egg. Ja. Cold tires and the guys in front brake too early. Thomas Berling was kicked out of kicked. Unlucky. Und da sehen wir jetzt die Nachwirkung von Pascals kleinem Unfall vorhin. Das Auto ist krumm, er muss jetzt hier noch einmal in die Leitplanken abbiegen und ich bin mir sicher, er wird jetzt erstmal an die Box fahren. Und ich denke mal, auch Roberts Fahrzeug ist beschädigt von seinem Unfall vorhin und er wird jetzt an der Box sein Fast Repair ziehen. Ich hoffe, dass sie die harten Reifen auch im Rennen fahren. Und da haben wir Runde 1 auch schon beendet. Weiterhin führt Leon Voss vor Michael Draxler und Adam Glatzka. Auf 4 weiterhin Sebastian Starke, P5 Wolfram Pfund, P6 Thomas Silbernagel. Auf 7 unser Byron und Don Runkle Jr. hat sich jetzt schon auf P8 nach vorn gekämpft. Ein solider Start in das Rennen, würde ich mal sagen. Aber auch Russell Hamilton auf 11 gar nicht so schlecht weggekommen. Vor ihm Michael J. Taylor. Und da ist auch noch unser Ben und Bill Nesamis mit involviert. Ein Viererpack hier. Manning Grinham, der da von ganz hinten losfahren musste, ist da schon 1,5 Sekunden weg von den Jungs. Und hier ist jetzt die Windschattenschlacht in vollem Gange. Oh, da zieht Bill rüber und da kracht's. Oh, 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 oh. Das war ein ziemlich wilder Schwenker. Da hat der Russell Hamilton keine Chance. Das müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen, während hier vorne die Schlacht um den Sieg tobt. Leon, Adam und Michael konnten sich da schon ein kleines bisschen vom Rest des Feldes absetzen. Seite an Seite geht es hier Richtung Granda Curva. Aber ich glaube, Adam hat in der Granda Curva ein bisschen einen Nachteil gegenüber Leon, sodass Leon hier wieder nach vorne gehen kann. Und auch Michael Draxler steckt da erstmal zurück. Byron Long hier erwehrt sich gegen Tommy, der nach seinem kleinen Ausritt vorhin wieder nach vorne kommen will. Und wir schauen uns jetzt gleich erstmal den Unfall von vorhin nochmal an. Bill, there's a miss here. Oh dear. Uiuiui. Whoa, 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 whoa. Ui. Wow, yeah. It's Russell. Oh, Russell. Yeah. This one is also deadly, Wild. I would say. Yeah. Now he moves over. Now I don't see Bill coming, and there was no room. Weißt du, wie ich das sehe, Russell? Ich glaube, Gott stellt dich auf die Probe. Schade, damit dürfte für beide das Rennen gelaufen sein. Nichtsdestotrotz rausfahren und noch ein bisschen Erfahrung sammeln fürs zweite Rennen. Außerdem gibt es ja bis P15 noch Punkte. Hier vorne an der Spitze alles beim alten. Leon kann sich jetzt leicht ein bisschen von den Jungs absetzen. Und Byron kann sich weiterhin vom Tommy behaupten. Dahinter eine kleine Lücke zu Don Runkle Jr. Und hier vorne an der Spitze hat Leon jetzt erstmal einen kleinen Vorsprung von ungefähr 0,7, 0,6 Sekunden auf die zwei Jungs, die sich wahrscheinlich aber jetzt gemeinsam jetzt wieder voranarbeiten. Auf den Sebastian hat das Trio ungefähr 2,5 Sekunden Vorsprung jetzt schon. Und Tommy setzt jetzt hier zum nächsten Angriff an. Windschatten von Byron, aber Byron scheint da auch ein sehr, sehr gutes Setup zu haben. Kann sich da immer noch vorn halten. Jetzt sind die Jungs hier vorne wieder ganz dicht beisammen. Und ich schätze mal, jetzt kommt vom Adam der nächste Angriff. Trotzdem dranbleiben, sehr gut. Und da schert er auch schon aus und geht an die Seite. Aber ihr wisst, vorn in der Curva Grande, da hat Leon einen Vorteil. Und Adam muss lupfen. Michael guckt sich das von hinten an. Oh, der muss jetzt ein bisschen weit gehen. Zum Glück nichts passiert. Kann da weiter dranbleiben. Kann er nicht vollfahren. Ja. Unser Wolfram kann sich da weiterhin auf Rang 5 behaupten. Dahinter Byron P6. Tommy P7, der glitscht hier ein bisschen, war kurz weg. Dann haben wir auf P8 unseren Don Runkle Jr., auf 9 Thomas Willershausen, P10 Michael J. Taylor, auf 11 seinen Teamkollegen Ben Summers, P12 haben wir Manning Grinham, P13 Thomas Berling, oh, der jetzt hier den nächsten kleinen Ausritt hat. 13 Pascal Steinke, der jetzt an ihm vorbeigegangen ist. Damit jetzt Thomas Berling auf 14. Und auch Robert Simpkins ist dann nochmal rausgefahren und befindet sich aktuell auf P15. P16 haben wir dann hier Russell Hamilton und auf P17 Bill Nesamis, die glaube ich beide noch an der Box stehen. Und so wie es aussieht, muss jetzt Michael Draxler hier vorne ein kleines bisschen abreißen lassen. Tommy hängt ja immer noch auf P7 hinter Byron Long und Wolfram Pfund fest.
Jetzt ist da Wolfram ein bisschen weit gegangen und sofort greift Bayern an. Tommy guckt sich das von hinten an und wartet nur auf den Fehler von den zwei Jungs hier. Vielleicht auch doppelter Windschatten. Und da saugt sich jetzt unser Tommy sehr, sehr schön an die zwei Jungs an, aber hier ist es ziemlich eng. Zu dritt nebeneinander eine Steilkurve, ich glaube, das ist keine so gute Idee, das weiß auch der Tommy. Und Byron kann da auf der unteren Linie erstmal durchgehen, befindet sich aktuell auf dem 5. Platz, aber Wolfram hat er noch lange nicht aufgegeben. Tolle Windschattenschlachten hier von den Jungs. Und Byron scheint da auf der unteren Linie jetzt ein bisschen zu verhungern und fällt da jetzt hinter den beiden zurück. Sortiert sich da hinter den Jungs jetzt wieder ein. Nach vorne auf Rang 4 zum Sebastian haben die Jungs schon einen Rückstand von mehr als 4 Sekunden. Und hier vorne an der Spitze gibt es jetzt den nächsten Angriff und wieder geht Adam aus dem Windschatten raus nach innen. Ihr wisst, Cover Grande da vorne, da hat er wieder einen Nachteil. Michael Draxler guckt sich das mit einem kleinen Sicherheitsabstand an, der liegt jetzt schon 1,3 Sekunden zurück. Ich glaube, Leon hat hier ein Setup mit bedeutend mehr Downforce, er kann da außenrum immer wieder vorbeigehen. Und auch hier geht's wild zur Sache. Tommy, Wolfram und Byron kämpfen um den letzten Top-5-Platz. Und aktuell kann sich da Tommy vorn behaupten, aber Wolfram und Byron geben nicht nach. Oh, jetzt hat Byron sich da einen kleinen Verbremser erlaubt. Muss da hier weit gehen und sofort reißt hier der Anschluss ab. Schade. Zum Glück ist da nichts weiter passiert. Muss man bei den Wurstkörbs auch vorsichtig machen. Hinterm Byron hier, Don Rangel Jr. auf P9 und Byrons Teamkollegen Thomas Willershausen auf 8. Dann gab es hier den nächsten Ausritt. Michael J. Taylor kämpft hier mit seinem Teamkollegen Ben Summers. Musste da in der Schikane auch ein bisschen weit gehen und den Platz herschenken. Und dann haben wir hier auf P12 Manning Grinham, der jetzt immer näher kommt. Hinter ihm Pascal Stein, der auf P13 zurückgefallen. Und P14 dann hier Thomas Burling. Während sich Leon hier vorne an der Spitze wieder ein ganz kleines bisschen freifahren konnte von seinen zwei Dauerkontrahenten. Adam und Michael kämpfen da um P2 aktuell. Die Jungs gehen jetzt in die 5. von insgesamt 13 Runden, also haben wir schon ein bisschen mehr als ein Drittel geschafft. Aber hier vorne im Kampf um den Sieg ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Ein sehr, sehr spannender Saisonauftakt heute hier in Monza. Und nachdem es jetzt die ganze Zeit sehr, sehr ruhig war, hatten wir den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir anschauen sollten. Da schalten wir doch direkt mal hin. Das wird schwierig, das ist So, the next one is here, Pascal Steinke. He had a broken car. He told me. That's why he lost the car in the Ascari. Yeah, okay. But he was way too fast in the car. Yeah. Sehr, sehr schade für Pascal. Das Rennen ist für ihn gelaufen, aber wir haben ja dann noch einen zweiten Lauf. Ich hab's gemerkt gerade. Während hier jetzt wieder zur Sache geht, inzwischen ist jetzt hier Adam an die Spitze gegangen und Leon neben ihm Seite an Seite geht's wieder auf die Curva Grande zu und wieder kann sich da Leon durchsetzen. Ein herrlicher Kampf tobt hier um die Spitze im Rennen, super. Aber auch hier dahinter geht's rund. Don Rangel Jr. und Thomas Willershausen kämpfen um P8 und Don Rangel macht hier die ganze Zeit richtig Druck. Hinter den beiden ein teaminternes Duell. Ben Summers gegen Michael J. Taylor, der Kampf um den letzten Top-10-Platz. Und auch hier tobt immer noch der Kampf um P5. Wolfram gegen Tommy. Byron liegt da ungefähr eine Sekunde hinter den zwei Jungs und Tommy kann sich da vorerst durchsetzen. Die Jungs gehen jetzt in die 6. von insgesamt 13 Runden, also bewegen wir uns jetzt so langsam Richtung Halbzeit. Und hier im hinteren Mittelfeld gab es jetzt wieder eine Positionsverschiebung. Michael J. Taylor geht da an seinem Teamkollegen Ben Summers vorbei. Der setzt sich aber jetzt in seinen Windschatten und bereitet den Gegenangriff vor. Eine tolle Windschattenschlacht von den zwei Jungs hier aus Großbritannien. Während die Schlacht hier um P5 weiter tobt. Und auch hier vorne alles beim Alten. Adam und Michael konnten den Rückstand wieder zufahren. Und jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Oh, jetzt war aber ganz schön knapp. Und wieder kann sich da Leon durchsetzen. Und wieder muss hier Michael ein bisschen weit gehen. Oh, Vorsicht. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Allerdings muss Michael da abreißen lassen. Und die Jungs sind jetzt sofort 2,5 Sekunden weg. Ach, sehr schade.
Leon und Adam hier vorne, unsere 2 Führenden, sind auch die ersten, die hier 220er Zeiten fahren können. Und da liegt der nächste da etwas abseits, Russell Hamilton. Er musste da in Lesmo 2 etwas weit gehen, sammelt da Kies ein und verteilt ihn ein bisschen auf die Strecke, aber sonst nichts weiter passiert. Unser Russell hat heute eher einen Saisonauftakt zum Vergessen. Trotzdem liegt er hier noch auf P15, das gibt immer noch einen Punkt. Während sich Tommy jetzt wieder leicht vom Wolfram absetzen kann, der wiederum bekommt jetzt von hinten Besuch vom Byron, der seine Lücke wieder zufahren konnte. Unser Wolfram mit einem sehr soliden Saisonauftakt. Sein Teamkollege kämpft ganz vorne um den Sieg mit. Das gibt wieder eine ganze Menge Punkte für das Team Kaltverformung. Aber jetzt heißt es erstmal Byron in Schach halten. Und wir haben jetzt Halbzeit überschritten. Die Jungs gehen jetzt in die 7. von insgesamt 13 Runden. Inzwischen hat das Trio hier einen Vorsprung von über 7 Sekunden auf Thomas Willershausen und Don Runkle Jr., die sich dahinter befinden. Aber auch schon einen gehörigen Abstand nach vorn. Und Tommy fährt da schon zickzack, um hier den Jungs keinen Windschatten zu geben. Dafür wird er im richtigen Rennen disqualifiziert. Byron jetzt hier der nächste Angriff, geht da sauber innen durch, aber Wolfram gibt da noch nicht auf. Die Plätze 6 und 7. Nach vorn zum Sebastian fehlen den Jungs inzwischen über 6 Sekunden, da geht nichts mehr. Dran, ja. Oh, dann muss ich die Pace halten können. Und jetzt setzt sich hier Wolfram wieder durch. Während hier vorne an der Spitze der Kampf um den Sieg weiterhin tobt. Adam ganz dicht dran. Jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Links, rechts. Ganz, ganz eng die Jungs beisammen hier. Das kann auch mal ganz schnell schief gehen. Jetzt geht Adam wieder innen rein. Leon außen. Seite an Seite brettern sie hier die lange Gerade runter Richtung Curva Grande. Aber ihr wisst, in der Curva Grande hat Leon dann wieder einen Vorteil. Und da hat er sich auch schon wieder durchgedrückt. Während auch hier der Kampf um P5 weiterhin tobt. Tommy, Wolfram und Byron kämpfen hier unerbittlich um den letzten Top-5-Platz. Und ein Stück dahinter hat Don Runkle es endlich geschafft und ist an Thomas Willershausen vorbeigegangen. Der findet sich somit auf P8. Allerdings ist der Abstand nach vorne sehr, sehr groß. Der beträgt jetzt schon mehr als 7 Sekunden. Und auch hier das teaminterne Duell tobt immer weiter. Manning Graham befindet sich inzwischen auf P12. Ungefähr 6 Sekunden Abstand nach vorn zu Ben Summers und Michael J. Taylor. Und jetzt bereitet hier Byron Richtung Parabolika den nächsten Angriff vor, geht dann nach innen rein. Oh, und da verliert das Fahrzeug und rutscht weg. Zum Glück ist da eine große Auslaufzone, aber da verliert er einen Haufen Zeit. Oh, mal schauen, wo er wieder rauskommt. Noch 3 Sekunden nach hinten zu Don Runkle Jr. Da hat Byron aber verdammtes Glück gehabt. Oh, oh, nice, very nice Captain. That's cool. Flying cars. That's cool. It's Byron and Wolfram. And Byron. Wait, oh! Yeah, Byron lost the car. Was a little bit. Oh, this was close. Oh. Naja, einen beruhigenden Vorsprung von ungefähr 3 Sekunden hat Byron ja noch auf Don Runkle. Und auch Wolfram muss jetzt hier ein kleines bisschen abreißen lassen auf Tommy. Ihm fehlt ungefähr eine halbe Sekunde. Da muss er aufpassen, dass er dann nicht aus dem Windschatten rauskommt. Don Runkle hier auf P8 verliert er immer mehr nach vorn auf den Byron. Ein bisschen langsam ohne Windschatten. Wie cool ist das denn? Und unser Adam ist letzte Runde die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. Eine 2:20,907. Gar nicht mal so übel. Jetzt saugt er sich im Windschatten wieder ran. Soll jetzt mal da sein. Boah, diesmal geht er nach außen und zwar wieder knapp. Ganz schön wild Aktion hier von den 2 Jungs hier vorn. Ein toller Kampf hier um den Sieg. Herrlich. So, fahrt euch in die Kiste. Ein total irres und mega spannendes Duell hier um den Sieg. So haben wir uns das gewünscht. Adam muss das Polenmesser auspacken. Er hat Vorteil auf der Gerade. Wolfram muss da jetzt gleich abreißen lassen und wir sind wieder zurück hier vorne an der Spitze. Seite an Seite geht es hier wieder Richtung Curva Grande und Leon wird hier wieder seinen Vorteil ausspielen können. Da hat er es schon geschafft. Ein tolles Duell hier. Wir befinden uns jetzt in Runde 9 von 14. Der Abstand nach hinten zu Michael Draxler wird immer größer. Der beträgt jetzt schon fast 4,5 Sekunden.
Da heißt für Michael jetzt hier den Podiumsplatz absichern. Aber auch dahinter P4 Sebastian, zwar einsames, aber sehr, sehr erfolgreiches Rennen. Hat hier zwar jetzt gerade eine kleine Abkürzung genommen, wird einen kleinen Slowdown auch kassiert haben, aber da ist nach vorne und hinten reichlich Luft. Ein sehr, sehr solider Auftakt in die neue Saison. Und natürlich auch solide Punkte für die Teammeisterschaft. Dahinter hier unser Tommy auf P5, kann sich jetzt so langsam ein Stück freifahren vom Wolfram. Byron knapp 4 Sekunden dahinter. Ich glaube, da geht nach vorne heute nichts mehr. Aber auch nach hinten hat er inzwischen 5 Sekunden Vorsprung auf Don Rankel Jr., der inzwischen auch einen soliden Vorsprung auf Thomas Willershausen rausgefahren hat. Oh, und da sehen wir es in Ben's Switch. Da hat es einen Zwischenfall gegeben. Da müssen wir gleich mal hinschalten. Hier sehen Sie auch hier. Ach du Schande. Und Ben ist da irgendwie auf dem Wurstkörper hängen geblieben und kommt da nicht mehr runter. Ach. Sein Teamkollege Thomas Burling hier P11 und Michael J. Taylor liegt aktuell auf P10. Ein zäher Start in die neue Saison für Chip Racing. This one is also, oh, what a shame. You have Teammates. Michael You can already see the oversteer. You have Michael and Ben, those two teammates. Oh no, and then... Oh no, friendly fire. Friendly fire. There'll be a Friendly stern fire. conversation in the meeting after. Oh no, come on. Ben, Ben, Oh, Oh, such a bad luck. Oh Oh no. Protest that curb. Aber ein geiler Kampf hier an der Spitze, muss man sagen. Adam lässt nie locker. Ach, so ein Pech für unseren Agent Summers. Wir sehen es oben in seinem Twitch. Er hat jetzt erstmal eine unfreiwillige Pause. Vorne an der Spitze alles beim Alten. Leon und Adam kämpfen wie wild um den Sieg. Michael Draxler guckt sich das mit Sicherheitsabstand von Weitem an. Inzwischen schon fast 6 Sekunden Abstand. Wow. Ohne Windschatten sieht man mal, wie schnell er da nach hinten zurückfällt. Und inzwischen hat sich Leon um ein paar Tausendstel die schnellste Rennrunde hier wieder zurückgeholt. Eine 2:20,904. Ein irres Tempo legen die Jungs an der Spitze vorne vor. Und wir gehen jetzt hier so langsam in die heiße Endphase des Rennens. Aktuell befinden wir uns in Runde 10 von insgesamt 13. Adam ist da immer noch dicht dran. Allerdings lässt ihm Leon da wenig Chancen. Hinter den zwei Jungs die Position relativ klar. Michael El Cordetto Draxler auf P3, ein solider Podiumsplatz zum Saisonauftakt, das ist doch mal top. Dann haben wir auf 4 Sebastian Starke und dahinter sein Teamkollege Thomas Silbernagel auf 5, Wolfram Pfund P6 und Byron Long P7. Und dann haben wir Don Ruggles Jr. auf einem sehr soliden 8. Platz. Ganz schön zu kämpfen hier in der letzten Kurve. Ja. Aber den sind die Reifen und alle. Aber jetzt habe ich mal... Ui, war ich schneller wie die beiden. Schauen wir mal, ob die Reifenabnutzung hier am Ende des Rennens noch eine Rolle spielt. Und Leon kann sich da jetzt schon leicht absetzen. Und hier sehen wir ein bisschen Grauch und Qualm. Da geht einer durchs Kies. Michael J. Taylor, da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Da ist sowohl Manning Grinham als auch sein Teamkollege Thomas Burling durchgegangen. Okay, Michael again here, and oh. I think after this, fast. the car was not in real shape. In a good shape, It's yeah. like a mischief or something before the corner or not. Und wie ich das vorhin schon mal erwähnt habe, ein mehr als sehr Auftakt heute für das Chip Racing Team. Thomas Burling liegt hier aktuell auf P11, Michael J. Taylor auf P12 und ich glaube, unser Ben ist da nochmal rausgegangen. Müsste sich auf P14 befinden. Und ganz vorne an der Spitze jetzt hier muss Adam jetzt so langsam abreißen lassen. Noch ein bisschen mehr als 2 Runden muss Leon durchhalten, dann hat er den ersten Sieg der Saison in der Tasche. Und dahinter dann, wie vorhin schon mal gesagt, die Positionen alle geklärt. Sebastian Starke P4, Thomas Silbernagel P5, Wolfram Pfund P6, Byron Long P7, Don Ruggles Jr. P8 und Thomas Willershausen auf dem 9. Platz. Und ein Stück dahinter gab es den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Oh, Thomas Burling here. Oh, careful. Ay. Oh, this one's Nice. scared the hell out of me.
Wow. Okay. Close one. But Thomas is lucky, nothing happened and he can go on. Unser Bayern hier auf P7, ein sehr, sehr solider Saisonauftakt. Das gibt auch dicke Punkte für das Northern Winter Racing Team. Teamkollege Thomas Willershausen auf P9, 2 Plätze hinter ihm. Oh, da kommt er ein bisschen weit raus. Oh nein! Oh no! Da schmiert Byron ab und die Kiste schlägt ein. Da fliegt das Rad über die Strecke. Ach, kaum habe ich den Byron gelobt. He lost the wheel. 2 Runden vor Schluss schmeißt Byron hier auf P7 liegend sein Auto weg. Ach, sehr, sehr schade. Das schauen wir uns direkt gleich nochmal an. It's Byron again. Oh no 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 no! Oh come on! Oh fuck! Oh dear! Russell did take that wheel off. Ui 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 ui! That reminds me of an awful incident. Russell. Henry Surtees. Ja, ja. Henry Surtees. Boah! Ah, and driver dead. Oh! Normally without Halo, you are dead. Und ihr habt vielleicht oben noch einen Augenwinkel gesehen. Jetzt gab es hier die nächste Positionsverschiebung. Michael J. Taylor ist da wieder an Manning Grinham vorbeigegangen. Für Manning Grinham, der heute hier von ganz hinten gestartet ist und jetzt mittlerweile in den Top 10 liegt. Ein sehr, sehr solider Start hier in unserer Serie. Er hat sich ja leider so spät hier eingeloggt, dass er keine Qualifikationsrunde mehr fahren konnte. Kämpft aber hier jetzt um P9 mit Michael J. Taylor und geht da auch wieder sauber durch. Du bist gerade auf einem ähnlichen Niveau unterwegs wie der Leon vom Zeiten her. Adam bricht jetzt ein bisschen ein, der ist eine Sekunde langsamer wie. Ganz vorne an der Spitze sind die Positionen jetzt geklärt. Inzwischen hat der Leon 2 Sekunden Vorsprung auf Adam. Der wiederum über 3 Sekunden Vorsprung auf Michael Draxler. Und Michael fast 7 Sekunden Vorsprung auf Sebastian Starke, der sich da hier auf P4 befindet. Sebastian wiederum fast 6 Sekunden auf unseren Tommy. Und damit hätten wir die Top 5 geklärt. Und hier vorne an der Spitze, Leon hat jetzt gleich die 12. Runde beendet und wird jetzt hier die letzte Runde antreten. Weiße Flagge. Weiße Flagge. Was für ein starker Saisonauftakt für unseren aktuellen Champion. Allerdings haben es ihm Adam und Michael nicht so leicht gemacht und in der Pause kann man ja auch noch den einen oder anderen Klick am Setup ändern. Schauen wir mal. Und durch den Ausfall von unserem Byron sind die Jungs dahinter alle ein Stück nach vorne gerückt. Unter anderem unser Don Rangel Jr. Michael J. Taylor konnte sich jetzt hier gegen Manning Grinham wieder durchsetzen, aber ich glaube, da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Thomas Burling liegt über 5,5 Sekunden zurück. Ich glaube, da geht nichts mehr. Viel zu viel Sprit mitgenommen. Würde ich mal sagen, für Manning Grinham von ganz hinten gestartet ist das mehr als solide. Ja, ich habe jetzt so viel Sprit sparen können, weil ich so lange hinter dir hergefahren bin, weißt du? Robert Simpkins nach seinem Zwischenfall am Start hier rettet auch noch ein paar Punkte auf P12. Ein unauffälliges Rennen bis dahin. Und auch das Duell vor ihm hier geht jetzt in die letzte Runde. Manning ist da immer noch im Windschatten dran. Unter einer Sekunde. Schauen wir mal, ob da noch was geht. Monza Combine ist das, Simi. Monza Combine mit Oval. Gibt's in echt nicht mehr. Kannst du nicht mehr machen. Ich habe aber gehört, dass sie es restaurieren wollen. Ja? Ja. Das wäre cool auf jeden Fall. Und Manning Grinham ist jetzt hier ganz dicht dran im Windschatten. Da wird jetzt der Angriff folgen. Und in Byron Switch sehen wir es. Da gab es nochmal einen Zwischenfall. Schalten wir direkt schnell hin. All I needed for that fire was the Halo soundbite. Triple kill. Ah, das war That's for the visitors. Das war so, ja, ja. Und während Byron dann nochmal eine Tanzeinlage für die Zuschauer hinlegt, befindet sich jetzt Leon hier auf dem Weg zum ersten Sieg der neuen Saison. Toll gemacht, aber hart erkämpft. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Der erste Sieger der neuen Saison heißt Leon Forst. Hut ab.
Adam Zweiter und die Dritter. Podium zum Auftakt ist ganz solide. Perfekt. Bitte. Bitte. Super geil gemacht. Congrats auf jeden Fall. Sebastian noch Vierter, Tommy Fünfter, Wolfram Sechster. Ein mega Saisonauftakt für die Black Tree Race Crew. Aber auch Team Kaltverformung heute mit einem sehr soliden Start in die neue Saison. Don Runkle Jr. wird 7. Don Runkle Jr. P7 misst Apex Racing Team, auch ein sehr, sehr solider Start in die neue Saison. Und Manning Grinham hat es geschafft und hat hier noch Michael J. Taylor niedergerungen. Die letzte Kurve, ein paar Meter, dann hat er es geschafft. Wow. Dahinter Thomas Burling ist dann noch 11 Sekunden weit weg von den Jungs. Manning Grinham hat noch Michael J. Taylor auf der Ziellinie niedergerungen. Wow. Ja, alles reine. Geil. Top erstes Rennen, keine großen Abräumer. Waren alles selbstverschuldete Unfälle. Aber das war schon mal absolute Sahne. Ein mega Saisonauftakt, da freue ich mich dann schon auf das zweite Rennen. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal 10 Minuten Warm-up. Da kann jeder noch mal ein bisschen trainieren oder eine rauchen gehen oder auf Toilette. Ja, top gemacht. Und danach starten wir dann in das zweite Rennen. Und wieder stehen 13 Runden auf der Uhr. Ganz kurz mit den Jungs gehen, mal die beglückwünschen, bin gleich wieder bei dir im Chat hier. Ja, beim nächsten Mal. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Leon. Danke. War nicht einfach, ey. Das war Wahnsinn. Also super Rennen. War das spannend? Das war mega spannend. In der Serie, ne? Mega spannend. Adam hatte öfter geraten einen leichten Vorteil, aber in der Kurva Grande hast du immer bekommen. Der hat sich nicht getraut, da reinzustechen. Ja, weil das Setup ist schwierig an der Stelle. Ja. Aber auf jeden Fall ganz herzlichen Glückwunsch, das war super gemacht. Der Tommy hatte am Anfang ein bisschen Pech. Hast du ein bisschen vorfahren? Okay. Oh, ich gehe jetzt auch mal schnell hoch zum Adam und gratuliere dem mal. War ein paar Mal ganz schön knapp, also. Da haben wir haben sogar berührt auf der Bahn. Ja. kurz vor der Kurva Grande habt ihr euch mal geküsst. Ja. Aber zum Glück alles gut gegangen, also top gefahren. Super. Freuen wir uns aufs zweite Rennen. Bis nachher. Bis nachher. Wow, Adam, top gefahren, das war knapp, ey. Ja. Gratulation. Das war ganz, ganz knapp. Ihr habt euch mal kurz geküsst, Alter. Ja. Micha hat Dings verloren, El Cotletto, der hat einen Anschlussrennen verloren. Hab ich gesehen. Ich bin mit ihm im Chat, weil er heute alleine ist. Byron hat das Auto weggeschmissen und Pascal hatte auch das Pech. Ja, hab ich gesehen auch. Ganz ehrlich, was ist passiert? Ich bin zu spät. Sebastian ist mir ins Auto gefahren. Okay. Das hab ich gar nicht gesehen. In der schnellen Rechtskurve direkt am Start. Kurz vor der kurz vor der ersten Schikane war der Flügel krumm hinten. Ach, scheiße. Ja, zweite Rennen. Aber ihr habt erstmal eine Menge Punkte gemacht auf jeden Fall. Und das Rennen gibt mir Hoffnung. Und während ich mich jetzt noch mit den Jungs ein bisschen unterhalte, schauen wir uns gemeinsam mal die Highlights des ersten Rennens an. Leon, an den kommst du ran, aber vorbei. Du hast in der Kurva Grande einen Nachteil, da kann der voll drauf halten. Ja. Das ist, aber das war großes Kino. Draxler, wo der dann einen Abriss hatte, konnte er nicht mehr mithalten, weil der Windschatten gefehlt hat. Ja, zum Schluss haben wir
jetzt probieren oder soll ich es sein lassen? Und pünktlich zum Ende des Warm-Ups melden wir uns hier zurück und die Startaufstellung hat auch schon begonnen. Wie ihr sicher wisst, der Zieleinlauf des Rennens 1 ist gleichzeitig die Startaufstellung hier fürs zweite Rennen. Leon startet von P1, dahinter Adam, auf 3 Michael Draxler, P4 Sebastian Starko und auf 5 unser Tommy, Thomas Silbernagel. Pascal Steinke nach seinem Missgeschick im ersten Rennen muss von ganz hinten das Feld aufrollen. Da hoffe ich mal, dass wir genauso einen sauberen Start haben wie im ersten Lauf. Im Allgemeinen war der erste Lauf ja relativ sauber, bis auf 1, 2 kleine Nicklichkeiten. Hoffen wir mal, dass das im zweiten Lauf dann auch so sein wird. Ist das jetzt Startaufstellung wie der Zieleinlauf, oder? Ja. Und da haben sich die Jungs jetzt alle auch schon im Grid aufgestellt und in wenigen Augenblicken müsste dann die Ampel erscheinen, um das zweite Rennen der Saison freizugeben. Ja, very important. First gear. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und die wilde Jagd ist eröffnet und wieder hat Leon hier einen Top-Start, aber auch Adam ist da super aus den Startlöchern gekommen, genauso wie Michael direkt dahinter. Auf P4 haben wir einen Tommy, der direkt am Start besser weggekommen ist als sein Teamkollege Sebastian. Und hinter den beiden lauert dann Wolfram. Michael Draxler konnte den Windschatten und den Schwung vom Start nutzen und ist schon an Adam vorbeigegangen und setzt sich hier auch in Führung. Ihr wisst, das hat jetzt hier noch nicht viel zu sagen. Jetzt kämpfen hier alle noch mit Windschatten. Alles noch ganz dicht beisammen. Auch Don Ruggles Jr. super aus den Startlöchern gekommen. So wie es aussieht, alle Jungs hier einen recht vernünftigen Start gehabt. Und da hat sich Leon auch schon wieder an die Spitze gedrückt. Diese buckligen Steilkurven hier in Monza, das sieht wirklich spektakulär aus. Seite an Seite brettern die Jungs jetzt hier die lange Gerade runter. Von oben sieht das aus hier, als ob die Jungs jetzt gleich einen rollenden Start hinlegen, aber die sind schon längst gestartet. Michael Draxler kämpft da verbissen mit Leon Forst um P1, aber Leon hat hier in der Curva Grande immer einen kleinen Vorteil. Wissen wir ja schon aus dem ersten Rennen, obwohl da Michael in Pause noch mal ein bisschen nachgeschärft hat am Setup. Und unser Tommy auf P4 ist bedeutend besser hier ins Rennen reingestartet wie vorhin. Und während hier unser Ben einen wilden Verbremser hinlegt, hatten wir im Hinterfeld schon den ersten kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Da schalten wir doch direkt mal hin. I got wrecked twice in the second one. And that, I think that's what I'm talking about, is that should never have happened. Yeah. It's Because Ben was gonna wash out in front of me, so I got off the gas. It looks like Bill got some aero wash as well. yeah, and cold tires and a lot of understeer. Ach schade, das ist einfach nicht das Rennen von Bill und Robert. Müssen beide wahrscheinlich an die Box ihren Fast Repair ziehen. Byron auch recht gut ins Rennen gestartet. Er liegt da aktuell auf P11, direkt vor ihm Manning Grinnen. Und Leon ganz vorne, unser Leader, gibt schon wieder Fersengeld. Hat schon wieder einen ganz kleinen Vorsprung auf Michael Draxler rausgefahren. Und Adam auf P3 fällt da schon ein kleines bisschen zurück. So wie es aussieht, kann er wahrscheinlich die Pace hier im zweiten Rennen nicht ganz mitgehen. Und damit haben wir jetzt Runde 1 absolviert. Es führt Leon Forst vor Michael Draxler und Adam Klatzka. Auf P4 haben wir dann Thomas Silbernagel. Auf Platz 5 aktuell Sebastian Starke. P6 Wolfram Funn. Auf 7 haben wir Don Ruggles Jr. Auf Platz 8 haben wir Thomas Willershausen. Auf 9 haben wir Thomas Börling. P10 Manning Grinnen. Und wie ich vorausgesagt habe, steuert jetzt Robert die Box an der Bill Netzamis schon steht. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Schalten wir direkt hin. Während Michael Draxler jetzt versucht, wieder in Führung zu gehen. Leon oben, Michael unten. Seite an Seite brettern sie hier die Steilkurve rum. Next one, yeah, Michael J. Taylor here. Ui. Let's see what happened. Oh, that was... Oh, Pascal. That's optimistic let's move. see it. Another driver off the track, I would say. Und während sich Leon und Michael so langsam absetzen können vom Rest des Feldes, wird dahinter hart gekämpft. Tommy, Adam und Sebastian kämpfen hier wie wild um P3. Aktuell liegt Tommy da vorn.
Dahinter Wolfram ist schon ein kleines Stück zurückgefallen. Er hat da Don Runkle Jr. im Schlepptau, die Plätze 6 und 7. Oh, und Tommy musste da weit gehen, kleiner Ausritt. Er hat da mit Sicherheit auch einen Slowdown jetzt kassiert und fällt ein Stückchen zurück und muss aufpassen, dass sie dann nicht noch Wolfram schluckt. Die Gruppe hier vorne bis Don Runkle Jr., die haben schon einen Abstand von ungefähr 1,5 Sekunden nach vorn. Dahinter dann hier Thomas Willershausen auf P8, kämpft mit Thomas Burling. Oh, und da hinten liegt einer. Wir sehen es hier, oh, Manning Grinham hatte da einen Ausritt. Da müssen wir direkt mal schauen, was hier passiert ist. Manning Grinham. Uiuiui. Ah, shit. Oof. It's Right through the corner, not good. yeah. But Manning has luck, no impact and he can go on. Aber natürlich wirft der Unfall jetzt Manning weit zurück. Hier geht jetzt wieder Michael Draxler in Führung. Ausgang Parabolika. Wir gehen jetzt in Runde 3. Direkt hinten dran natürlich Leon. Die beiden haben schon einen Vorsprung von mehr als 2 Sekunden auf Adam, der jetzt hier an 3. Position ziemlich alleine unterwegs ist. Adam wiederum ungefähr 1 Sekunde Vorsprung auf Sebastian, der direkt seinen Teamkollegen Thomas im Schlepptau hat. Und knapp eine halbe Sekunde dahinter Wolfram, der wiederum Don Runkle Jr. im Schlepptau hat. Hier vorne ein wildes Bäumchen wechseltes Spiel. Und so haben wir hier auch ein zweites spannendes Rennen. Wahnsinn, was die Jungs hier vorne zeigen. Jetzt brettern die zwei Jungs hier auf die lange Gegengerade raus. Da wird es noch das eine oder andere Mal einen Positionswechsel geben. Adam relativ einsam. Hat da schon den Anschluss nach vorne verloren und hier dahinter geht's wild zur Sache. Zu viert kämpfen die Jungs hier um P4, 5 und 6 und 7. Jetzt bilden sich hier so Grüppchen. Was sieht's da hinten? Kämpfen auch die beiden Jungs von Northern Winter mit Thomas Burling um die Position. Unser Wolfram hat sich jetzt hier am Sebastian vorbeigekämpft und hier in der Gruppe kann sich jetzt Tommy durchsetzen. Ein ganz, ganz enger Kampf hier um die Position. Oh, und da liegt einer. Oh nein, das ist unser Drittplatzierter. Das ist Adam Glatzka. Schade. Da müssen wir direkt mal schauen, was da passiert ist. Fällt hier weit zurück. Liegt hier aktuell auf P7. Direkt hinter ihm Thomas Burling. Uiuiui. Oh, that was right in front of me. And I thought, yes, Adam is out of the race. What he was. Adam hätte das nicht in der ersten Runde schon machen können. But Adam fights back. Adam can spin 5 times and still end up at the front. Und da geht schon der nächste fliegen. Sebastian. Sebastian hat sich rausgedreht. Ah, schade. Ach, schade, Verbremser. Da müssen wir auch gleich nochmal schauen, was da passiert ist. Kaum haben wir den einen Unfall abgearbeitet. Zum Glück nichts passiert und weiter geht's. Aber Sebastian ist da auch sehr weit zurückgefallen. Liegt hier aktuell auf P11, noch hinter Pascal Steinke. Hier vorne an der Spitze liegt jetzt Michael El Cotletto Draxler wieder in Front. Eröffnet jetzt Runde 4. Direkt hinten dran natürlich Leon. This was from Sebastian. Because, yeah, he was in my channel and he told me, oh, why is he braking so early? I know. I can tell you why he's braking so early, because he has no wing on his car. No downforce, no downforce on his car. Ja, Leon, ich kann jetzt auch 200, 320 fahren, nicht nur du. Haha, haha. Auf den Schlicker gekommen, haha. Ihr habt schon fast 5 Sekunden Vorsprung vor dem ganzen Rennen. Aktuell auf P3 Tommy. Hat ja auch die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren, gerade eine 2:22,589. Da sind wir noch ein Stück entfernt von der schnellsten Rennrunde aus dem ersten Rennen. Wolfram direkt dahinter auf P4, greift da jetzt auch an. Und auf einem mega soliden 5. Platz unser Don Runkle Jr. mit einem sensationellen Start in das Rennen heute hier. Aber auch dahinter die Plätze 7, 8 und 9, ein wilder Kampf. Wolfram hat sich jetzt hier erstmal durchgesetzt gegen Tommy, liegt somit auf dem letzten Podiumsplatz. Ein ganz, ganz starker Saisonauftakt für Wulle heute hier.
Und hier in der Gruppe konnte sich jetzt Byron an P7 nach vorne kämpfen. Direkt dahinter sein Teamkollege Thomas Willershausen, der jetzt wieder vorbeigeht, weil Byron da ein bisschen durch die Botanik rodelt. Und auch Thomas Börling konnte seine Chance nutzen, nur Pascal ist da ein bisschen hängen geblieben dahinter. Super enge Kämpfe hier im vorderen Mittelfeld um die Position. Von hinten kommt da auch Sebastian immer näher, der nach seinem kleinen Ausritt von hinten wieder nach vorne will. Oh, und plötzlich wird der Thomas Willershausen ein bisschen langsamer. Thomas Börling geht vorbei und auch der Teamkollege von Evil Tech geht da noch durch. Und wieder bleibt Pascal dahinter hängen, aber ich denke mal jetzt mit dem guten Exit hier aus der Ascari raus, wird er ein Überholmanöver wagen können und da ist es auch schon. Da ist Evil Tech Thomas Willershausen ein bisschen auf den Körper rausgekommen, musste vom Gas gehen, lupfen, damit er nicht abfliegt und sofort nutzt hier Pascal seine Chance und geht da durch. Von P17 gestartet hat sich Pascal inzwischen in die Top 10 auf P9 nach vorn gearbeitet und Leon geht jetzt hier als Führender in die 5. Runde. Ansonsten hat sich hier vorne nicht viel geändert. Die Jungs vorne haben inzwischen fast 6 Sekunden Vorsprung auf die Gruppe hier dahinter. Und so langsam kämpft sich da auch Adam an die Gruppe wieder ran. Byron kämpft hier erbittert mit Thomas Börling um P7. Und dahinter die Plätze 10 und 11. Sebastian ist da dabei, auch wieder einen Platz gut zu machen. Und Byron kann sich da erstmal gegen Thomas Börling durchsetzen, aber ich denke mal, da ist auch noch nicht der letzte Case gegessen. Sebastian ist jetzt ganz dicht dran an der Gruppe, hat jetzt Anschluss bis auf P7 nach vorn. Sebastian arbeitet sich da immer weiter nach vorn. Er setzt jetzt an, um hier Thomas Börling zu überholen. Oh nein, da geht Thomas Börling fliegen. Habe ich da gerade noch im Augenwinkel gesehen. Ach, wir sehen es hier. Oh nein, das Auto ist schwer beschädigt. Da fehlt der Heckflügel. Das müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Ach, das ist echt schade. Sah aber von oben nicht so aus, als hätten sich beide Fahrzeuge berührt. Natürlich kann das auch täuschen. Was Börling hier? Oh, shit. Ah, oh no. Oh no, come on. Thomas tried to miss him. That was good on him, except he got screwed. I can't say he got screwed, just that was racing, but he did the best he could to miss it. This is a corner, it's not a good overtaking corner, but yeah. It can be done. But you gotta have the overlap going in. Wir bewegen uns jetzt so langsam Richtung Halbzeit und hier vorne alles beim Alten. Michael und Leon duellieren sich hier um den Sieg. Bescheuert. Leon, du bist krank. Das ist echt. Der gibt nicht nach. Das wirklich. Ha? Der gibt nicht nach. Genauso hart wie die Jungs vorne kämpfen, kämpft auch hier Wolfram und Tommy um P3. Und direkt dahinter, Adam hat es geschafft und ist an Don Rangel Jr. vorbeigegangen, befindet sich somit jetzt auf P5. Und hier Sebastian auf seinem Weg nach vorn, passiert jetzt unseren Byron, die Plätze 7 und 8. Und hier hinten ein teaminternes Duell wie im ersten Lauf. Ben Summers kämpft da mit seinem Teamkollegen Michael J. Taylor um die Position. Und knapp 10 Sekunden dahinter dann Manning Grinham, der nach seinem Ausritt jetzt leider da hinten an der 14. Position festhängt. Und hier das Duell um Platz 7, Byron Long gegen Sebastian Starke. Byron außen, Sebastian innen, da kann sich Byron nochmal durchsetzen. Oh, da ist Byron ein bisschen schnell in die Kurve rein, da trägt es nach außen. Oh, und da verliert das Fahrzeug. Ach, schade. Ein bisschen zu schnell in die Kurve rein, das Fahrzeug dreht sich weg, nichts weiter passiert. Aber Byron verliert eine Menge Plätze und fällt da bis auf P11 noch hinter Russell Hamilton zurück. Oh. Oh, Byron. This corner is shit in this car today. Sebastian ist lucky hier. Wow. Yep. This corner is only shit with the very bad tire pressure hack. Vorne an der Spitze tobt die Schlacht um den Sieg weiterhin. Michael El Kotletto Draxler in Führung. Direkt hinter ihm Leon Voss, der jetzt wieder zum Angriff bläst.
Seite an Seite brettern sie mal wieder hier die lange Gerade runter und jetzt kann sich wahrscheinlich Leon erstmal wieder durchsetzen. Ein Duell auf absoluter Augenhöhe. Einfach nur sensationell anzuschauen. Absolute Sahne, was die Jungs hier abliefern heute. Aber auch hinter dem Führungsduo tobt hier der Kampf um P3. Tommy und Wolfram kämpfen hier schon die ganze Zeit Seite an Seite und von hinten rückt jetzt auch Adam wieder näher. Don Rangel Jr. musste leider ein bisschen abreißen lassen. Fast 3 Sekunden fehlen mir ihm inzwischen auf dem Adam hier vorn. Hier haben wir Don Rangel mal im Bild. Von hinten rückt jetzt auch Sebastian immer näher, der nur noch 3,5 Sekunden Rückstand hat. Dann haben wir hier Pascal Steinke auf 8, auf 9 Thomas Willershausen und auf 10 Russell Hamilton. Byron versucht sich dann nach seinem Ausritt wieder nach vorn zu kämpfen, hat aber auch noch ein kleines Stück Weg nach vorn. Knapp 2,5 Sekunden hinter Byron unser Ben Summers, der hier gemeinsam mit Michael J. Taylor beide Rennen bestreitet. Für das Chip Racing Team läuft es heute nicht so richtig rund. Unser Ben kommt hier so gar nicht in Fahrt heute. Und auf P14 dann hier Manning Grinham, der letzte Platz, der für die Punkte berechtigt. Bill Nezame ist aktuell P15. Und so wie es aussieht, kann sich hier vorne jetzt unser Leon leicht von Michael Draxler befreien. Michael ist da aber immer noch in Windschattennähe. Während sich unser Adam Glatzka jetzt hier wieder nach vorn gekämpft hat. Und da hat Michael auch den kleinen Rückstand schon wieder zugefahren und die Windschattenspiele fangen erneut an. Halbzeit jetzt rum ungefähr. Wir haben schon ein ganzes Stück mehr als Halbzeit geschafft. Wir befinden uns gerade aktuell in Runde 7 von insgesamt 13. Und in beiden Rennen gibt es heute einen erbitterten Kampf um den Sieg. Im ersten war Adam noch mit im Rennen, hier im zweiten Michael El Kotletto Draxler, der jetzt wieder nach außen geht. Und wie ihr da hinten in etwas Entfernung seht, geht es auch da jetzt richtig zur Sache. Aber geht's noch, ey? Habt ihr noch den Knall nicht gehört, oder was, ey? Tommy hat es jetzt mit beiden Jungs von Kaltverformung zu tun, während hier vorne Leon wieder in Führung gegangen ist. Und da haben Wolfram und Adam beiden Tommy abgekocht. Und während Wolfram weiterhin auf P4 festhängt, hat Adam geschafft, gleich 2 Positionen gut zu machen und ist jetzt wieder auf P3. Hat ja aber auch die höchste Pace von den Jungs. Und während die Jungs hier um die Position kämpfen, hatten wir vorhin noch einen kleinen Zwischenfall, den wir jetzt mal nachreichen. Thomas. Oh. A bit too late on the brakes. Ja. Ja, oh, come on. Watch it. Uiuiui. Nearly did it, man. Das ist wahrlich heute nicht der Grand Prix von Chip Racing. Währenddessen die Jungs hier weiterhin um den Sieg fighten. Wir gehen jetzt gleich in die 9. von insgesamt 13 Runden, also haben wir 4 Runden noch auf der Uhr stehen. Und immer noch wissen wir nicht, wer hier heute den großen Siegerpokal mit nach Hause nimmt. Jetzt hier raus Richtung Steilkurven wird sicherlich den nächsten Angriff von El Kotletto Michael Draxler geben. Da geht er auch schon nach außen. Seite an Seite brettern sie mal wieder hier die Steilkurven rum. Ein spannenderes Rennen hätte ich mir zum Saisonauftakt überhaupt nicht wünschen können. Dahinter Adam auf P3 hat die letzte Runde eine Wahnsinnsrunde in den Asphalt gezaubert. Eine 2:20,645. Ist aber inzwischen schon fast 10 Sekunden weg von dem Duo hier vorne. Oh, Adam ist schnell jetzt. Ja. Na jetzt wirkt jetzt ist das Setup am Arbeit. Wie gesagt, Adam ist da fast 10 Sekunden weg von dem Duo hier vorn. Da kann er nur noch drauf hoffen, dass die sich hier gegenseitig in die Kiste fahren, was wir uns ja alle nicht wünschen. Und während sich Adam auf P3 da leicht absetzen kann, duellieren sich hier Wolfram und Tommy munter weiter. Ich denke mal, jetzt wird der Adam hoffen, dass ihr euch in die Kiste fahrt. Ja, klar. Das ist aber nicht passiert. Auch hier um Rang 4 tobt der Kampf unerbittlich die ganze Zeit. Wolfram setzt da hier den nächsten Angriffsversuch. Aber ihr kennt ja die Geschichte mit dem Setup vom Team Kaltverformung. Das funktioniert hier in der Curva Grande nicht ganz so gut und Tommy kann da auch das eindrucksvoll beweisen, indem er da außen dran vorbeigeht.
Adam hat inzwischen einen Vorsprung von mehr als einer Sekunde. Das ist ziemlich beruhigend, zumal er eine höhere Pace hat wie die Jungs hinter ihm. Und wir hatten den nächsten größeren Unfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Oh, it's the STP car. Oh, that's not me. Oh! Oh. That's Robert. Robert and Bill, ja. Yeah, we need to go back further. Ja. Robert und Bill heute nochmal. Die Jungs haben heute einfach kein Glück. Und hier auch immer wieder ein Blick nach hinten. Michael J. Taylor und Ben Summers kämpfen heute in beiden Rennen um die Position. Leider nicht so weit vorn wie sonst üblich. Nach vorn zum Byron, der sich aktuell auf P10 befindet, fehlen den Jungs schon ungefähr 10 Sekunden. Und so wie es aussieht, kann sich hier vorne 2,5 Runden vor Schluss jetzt Leon auf und davon machen. Aber hier um P4 wird immer noch erbittert gefightet. Wolfram setzt jetzt den nächsten Angriff. Seite an Seite geht es hier wieder die Gerade runter. Aber ihr wisst, jetzt kommt die Curva Grande. Das ist nicht unbedingt der Sektor, in dem die Kaltverformung-Jungs einen Vorteil hätten. Und da geht Tommy auch schon außenrum vorbei. Und Wolfram muss sich wieder hinten anstellen. Inzwischen hat Don Runkle Jr. einen Abstand von mehr als 6,5 Sekunden zu den Jungs nach vorn. Und Sebastian ist ihm hier ganz dicht auf die Pelle gerückt und wird da jetzt hier gleich einen Angriff setzen. Don ist ein bisschen schlecht durch die Schikane gekommen. Umso besser dafür Sebastian. Und er setzt hier auch direkt einen Angriff und geht da auch durch. Befindet sich somit wieder auf Position 6. Wohlgemerkt, ihr wisst, am Anfang Sebastian bis auf P11 zurückgefallen. Eine schöne Aufholjagd hat er heute hier gezeigt bisher. Runde 11 und Wolfram liegt jetzt hier ganz leicht hinterm Tommy zurück. Aber ich glaube, das hat noch nichts zu sagen. Er ist immer noch im Windschatten. 0,5 Sekunden Rückstand. Da ist immer noch nicht der letzte Käse gegessen. Und auch dahinter Sebastian Starke und Don Runkle Jr. kämpfen dann noch um die Position. Und während die Jungs hier bis zum Zielstrich erbittert um jede Position kämpfen, hat man weiter hinten im Feld wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Auch da schalten wir direkt mal hin. Oh, and this one was also... Yeah. Oh, no. Oh. Yeah, we already saw That wasn't me. That was earlier. Here we see the mating dance of the STP Lotus. Ach, ein ganz, ganz schwieriger Auftakt heute für das Checkers Past Racing Team. Aber wie gesagt, auch für Chip Racing heute nicht unbedingt ein Sahnetag. Ganz anders hier vorne Michael Draxler, Teamcode Braun, vertritt seine Teamkollegen würdig. Und allen voran mal wieder Leon Forst, der wahrscheinlich hier den nächsten Sieg einfahren wird heute. Aber heute hat er auch ganz schön zu kämpfen gehabt in beiden Rennen. Und das macht ja dann auch Hoffnung für die komplette Saison, dass Leon da nicht ganz so leicht hat. Im Allgemeinen haben sich die Jungs heute hier ein wunderschönes Rennen geliefert. Mega spannend vorne an der Spitze. Der Kampf um die Podiumsplätze, aber auch hier im Mittelfeld. Don Runkle Jr. und Sebastian Starke. Sebastian hat sich jetzt so langsam ein Stück absetzen können. Während Wolfram direkt vorm Sebastian sich immer noch im Windschatten vom Tommy befindet. Ich habe nichts trainiert. Ich habe vorher ein bisschen trainiert und vor der Woche habe ich ein bisschen Setup gebaut. Der Tommy, der sagt immer, wer übt, er kann nichts. Ja. Top-Saison-Einstand, also kann man nicht besser finden. Das kann man so sagen. Michael Draxler kämpft hier in beiden Rennen um den Sieg. Das ist einfach nur sensationell. Wolfram und Tommy, die fighten hier noch um P4. Aber ansonsten ist hier Feld alles geklärt sozusagen. Und wie wir das hier eindrucksvoll von unserer Helikopterkamera aus beobachten können, hat Wolfram da noch lange nicht aufgesteckt. Knapp 1,5 Runden hat er noch Zeit. Wow, da legt El Cotletto aber einen wilden Slide hin. Oh, das war ganz schön wild. Da ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht. Das war ganz schön auf Messerschneide. Man hat es ja vorhin an Byron gesehen, der ist an der Stelle mit seinem Fahrzeug zerschellt.
Und die Jungs biegen jetzt auch ab in die letzte Runde. White Flag, Final Lap. Schade, das wäre eine gute Runde geworden. Und hier geht nochmal einer durchs Kies. Das müsste Robert Simpkins sein, der da nochmal rausgefahren ist. Trotzdem noch. Ich fasse nicht. Und auch unser Ben hat da gerade einen wilden Schlenker hingelegt. Vor ihm sein Teamkollege Michael J. Taylor. War der Code Braun Moment für dieses Rennen. Und natürlich ist jetzt auch der Anschluss nach vorn abgerissen. 2,5 Sekunden Vorsprung hat Leon jetzt, da kann er die letzte Runde genießen. Der Einzige, der hier noch schwitzen muss, ist unser Tommy. Der hat immer noch einen Wolfram im Nacken sitzen. Und wie wir hier schön sehen, nimmt Wolfram jetzt auch Anlauf. Saugt sich da schön am Tommy ran und wird hier jetzt auf der langen Gegengraden nochmal einen Angriff starten. Seite an Seite geht es ja schon die Steilkurven rum. Ein irres Duell von den zwei Jungs, was die jetzt schon hier das ganze Rennen ausfechten. Schauen wir mal, wer hier am Ende die Nase vorne hat. Die letzte Chance für den Wolfram. Aber ihr wisst, jetzt kommt die Curva Grande. Der Wolfram aber alle Arschbacken in die Höhe. Das ist nicht unbedingt das Sahnegebiet von Kaltperformance-Jungs. Und Tommy spielt hier gnadenlos seinen Vorteil aus. Während Leon jetzt hier auf den letzten Metern einer erneuten Triumphfahrt ist. Das letzte Mal Ascari rum. Natürlich auch einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch hier an Michael Draxler, der hier auch ein wahnsinns tolles Rennen geliefert hat. Genauso wie Adam Glatzka. Alles in allem kann man jetzt schon resümieren, war das ein mehr als gelungener Saisonauftakt. Was macht denn der? Der feiert jetzt schon, ne? Und das macht doch Lust auf mehr, würde ich sagen. Aber wäre das lustig, wenn er es jetzt wegschmeißen würde, noch auf den letzten Meter. Würde ich sagen, zu früh gefährt, aber nein. Und da biegt Leon auch schon auf die Zielgerade ein. Gratulation. Top, Koteletto, das war ein Top-Auftakt. Gratulation zum Michael Draxler wird Zweiter und Adam holt sich erneut einen Podiumsplatz, kommt ja auf P3 ins Ziel. Adam hat sich noch auf den dritten vorgekämpft. Okay, guys, park your car after the first Tommy P4 und Wolle P5. Dahinter haben wir dann Tommy, der sich gegen Wolfram durchsetzen konnte. Und Sebastian hat sich am Ende auf P6 nach vorn gekämpft. P7 dann Don Rangel Jr. P8 Pascal Steinke. P9 Byron Long. Auf 10 haben wir Thomas Willershausen. Auf 11 Michael J. Taylor. P12 haben wir Ben Summers. P13 Russell Hamilton. Auf 14 Manning Grinnan. Und auf 15 Thomas Burling. Und da kommen die letzten Fahrer auch langsam Richtung Ziel. Wahnsinn, das war stark, das war ganz stark. Top-Rennen, super gemacht, ey. drei nach vorne. Erst drei nach vorne. Treffpunkt gerade. Immer schon stellen. Wenn wir nur weiterfahren müssen, wir haben nicht mehr so viel Sprit. 2 Liter noch. Und Tommy versammelt hier alle Fahrer zum Gruppenfoto. Das Ergebnis des zweiten Rennens haben wir oben mal eingeblendet. Und auch die Meisterschaftsstände werden wir dann gleich nochmal einblenden. Ein schönes Bild hier, einträchtig beieinander, die Jungs. Und damit bewegen wir uns auch schon Richtung Ende. Es war ein mehr als spannender und wirklich toller Saisonauftakt, muss ich sagen. Für das Saisonfoto wahrscheinlich. Jetzt haben wir alle Autos hier stehen. Geiler Auftakt, war super. Freuen wir uns dann alle auch schon auf die nächste Station. Zandvoort in 2 Wochen. Lustig, tralalala. Nachher setzen wir uns ja dann alle auch nochmal zusammen und analysieren das Rennen gemeinsam. Das ist trotzdem, ich hab's nicht mitgespeist. Super geil. Obwohl ich nichts trainiert. Gut ab. Danke. Gut ab. Das war ganz, ganz stark. Man hätte ja fast sogar noch mit dem Sieg geklappt. Ach ja. Das ist schon die nice one for all cars on the screen. Thank you. Ja, geil, Mann. Ja, das ist... Ich hab mich auch wohl Wolle gestellt. Gar nicht, gar nicht.
Leon, einen ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, war echt in Ordnung. So sollte es sein. Das war ein hart erkämpfter Sieg. Da freut man sich doch 10-mal mehr, oder? Ja. Michael hat's ja leider weggeschmissen mit seinem Fehler, glaube ich. Weggeschmissen? Der ist Zweiter geworden. Ja, aber den Abstand meine ich, das Battle, den Zweikampf, das meine ich. Ja, ich hatte einen Rutscher. Vorletzte Runde, ein ganz wilden. Ja, ja, der war gut. Vorletzte Runde war das, ne? Ja, Ausgangs Askari. Vorletzte Runde Ausgangs Askari. Das war der Aber ich habe auch ein paar Fehler Aircode gemacht. Ich habe auch ein paar Fehler gemacht, aber ich bin Michael Gott sei Dank beigelassen. Ich dachte mir, das ist wahrscheinlich aber auch dahinter. Adam hatte leider am Anfang ein kleines bisschen Pech und hat sich dann zurückgekämpft. Adam, Glückwunsch zum Podium. Ja, danke. Toller Fight zwischen Tommy und Wolfram. Der hat ja am Schluss noch mal Oh, Alter, der hat mir das so genervt, da dieser einbeinige Typ da. Sorry, Adam, für den Kontakteinrennen. Das war ein bisschen... Ach, das war nichts. Das ist alles gut. Wolfram hat noch mal richtig angegriffen zum Schluss, aber so wie Adam im ersten Rennen gekämpft hat, bin ich am zweiten. Das war ein ganz großes Kino. Ich habe mir den Screenshot des Jahrhunderts gemacht, ey, das ist genau das, was ich haben wollte. Mit den ganzen Jungs? Ja, Hammer, pass auf, kommt gleich. Well, wasn't that fun? Wasn't that just fun? It was an absolute top race in front. The guys battled all the time. Jetzt hast du das, was du haben wolltest. Ja. Ja. Reicht dann jetzt für die restliche Saison, ne? Ja, aber dass das so die wenigsten irgendwie verstehen, so was für tolle Screenshots man da machen kann. Ich muss. So Jungs, ich bin raus. Zeit für eine Falle. Pascal, alles Gute. Haut rein. Nächstes Mal mehr Glück. Zum nächsten Mal. No. Ja, wird schon schief gehen, ne? Schlaf gut, bis dann. Ja, bis dann, ciao. Er hatte die schnellste Rennrunde im zweiten Rennen, ich hab das gar nicht. AJ. Michael, glaube ich, ne? AJ, okay. Adam. 20,6. Warte, Wolle, letzte Runde wolltest du es nochmal wissen, ne? Ach, Quatsch. Das ist Du einbeiniger Hut. Das war nur für die Zuschauer gewesen. Das war Ein bisschen mega. Drama generieren. Das war Eventuell. mega. Da können wir ja jetzt mal in Ruhe nochmal in die Inzidenz reingucken, oder? Ja, ich gebe mal hastig eben eine Qualm. Alles